Hallo Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute mit einem neuen Video, und zwar einem frischen Video. Wir gehen in diesem Video mal die Ranglisten durch vom Server 20.205 und von dem Server 20.163, wo ich ja mit meinem schwachen Account drauf bin. Und es gibt noch ein paar Neuigkeiten, das gucken wir uns an. Und bevor wir das Video starten, könnt ihr natürlich noch ein Paket gewinnen. Diesmal ist es dieses Paket. Ja, ich vergebe meine Content Creator Belohnungen an einem von euch, der in die Kommentare seine Ingame-ID schreibt und nicht einen netten Satz, sondern warum möchtest du dieses Paket haben? Ja, es ist zwar ein Rathaus-Skin, ja, 2 Sterne oder ich glaube sogar 3 Sterne. Dann sind es die Rubine und den ganzen Stuff, den es hier drin gibt. Den bekommt ihr natürlich, auch die Elite-Punkte. Und wie gesagt, schreibt eure Ingame-ID in die Kommentare. Und natürlich, warum bist du derjenige oder warum solltest du derjenige sein, den ich auswählen tue. Eine traurige Nachricht haben wir. Lady Luck Smile, was ist hier los? Ja, liebe Entwickler, was soll das denn? Ich weiß, diese Voucher, die gibt es jetzt in der Überlebensherausforderung. Ja, aber das Event ist ja nicht jeden Tag, das ist ja alle paar Wochen. Ja, da könntet ihr ruhig diese 100 Voucher drinnen lassen. Finde ich schade. Ja. Nun habe ich ein richtig gutes Video erstellt, wie man das Free-to-Play sich erfarmen kann. Und nun haben sich die Entwickler gedacht, nö, Sold Eye, vergiss es. Ja, wir ändern das mal wieder. Okay, ja, finde ich traurig. Ja? Also für Free-to-Play-Spieler war das eine gute Möglichkeit und zusätzlich zu der Überlebensherausforderung, wo ihr ja auch ein paar Voucher bekommt, und zwar 6 Stück pro Event. Ja, das geht ja mehrmals am Tag, kann man sich hochrechnen über mehrere Wochen. Du musst aber natürlich auch aktiv sein, du musst den Stuff haben, bis zur Kiste zu kommen, ja, bis zur zweiten goldenen Kiste. Ich glaube, irgendwann gehen einem die Materialien aus und dann hat man auch keinen Bock mehr da drauf. Ja. Aber wie gesagt, schade. Wir sind jetzt auf meinem Account vom Server 20.205 und vorab kann ich euch mitteilen, das weiß sowieso schon jeder, ja, durch Ingame-Benachrichtigungen, die Neuigkeiten gehen ja wahrscheinlich auch rum. Und zwar gibt es ein Full Season Nap, ein Nicht-Angriffspakt, außer beim Kill-Event. Ja, und ja, ich war perplex, also ich kann es verstehen. Ja, man kann Pause haben, wir haben viel PvP gemacht die letzten Seasons, ja, man muss ein bisschen Ressourcen wieder aufbauen. Aber ich dachte wirklich, okay, ich komme mit meinem starken Account, ja, mache ein bisschen PvP, das ist richtig geil. Und nun lese ich vor ein paar Tagen, okay, wir haben einen Nicht-Angriffspakt mit allen Servern, die hier drauf sind. Und da war ich natürlich ein bisschen enttäuscht. Ist ja klar, ne? Ist ja auch nicht böse gemeint, aber wenn ihr die Rangliste vom Server 20.163 seht, na, dann versteht ihr, warum ich das so sage. Aber gut, wir gehen mal rein in die Rangliste, wir gucken uns die ganz kurz an. Und zwar gehen wir hier aufs Ranking, auf Overall Power und könnt ihr euch ja anschauen. Ja? Ich sage ja, jede Season, wir kennen das, die Schwergewichte sind immer oben. Für mich neu ist Weiß, den kenne ich gar nicht. Shadow habe ich schon mal von gehört. The Priest kenne ich nicht. Lady Stormy kenne ich natürlich. Carlos ist wahrscheinlich der vom Server 20.008 damals. Garfield kennen wir, na, ihr kennt das aus den anderen Videos, das ist der immer schläft. Eve's Cat, ob das noch der Original-Account ist oder Besitzer, keine Ahnung. Seppi haben wir hier, ne, er erwacht immer wieder, ne, habe ich so gelesen auf Social Media, also nicht schlecht, ne? Ja, wie gesagt, ganz viele. Ja, ich kenne hier auch welche von der letzten Season und ja, was soll man dazu sagen? Das sind starke Spieler, das ist die Overall Power, ich bin auf Platz 355. Wir gehen mal kurz zu der Combat Power, hier hat Voldemort 1,8 Milliarden, dann kommt Hulky, ne? Ihr seht es ja hier im Hintergrund. Ne? Ich brauche die Namen ja nicht in jedem Ranglistenvideo ja, wiederholen, weil wie gesagt, ihr seht das hier im Hintergrund. Ich bin auf Platz 153 mit 619 Millionen. Die Kriegsmaschinen aufzuwerten, bringt dir ganz schön viel CP. Ich finde, das gibt dir viel zu viel CP. Ja, es ist so ein bisschen creepy. Okay, Rathaus können wir mal reingucken. Hier ist Voldemort Erster. Combat Survivors, hier ist Shadow Erster, dann kommt Weiß, IMAX 1, ja, ist ein Fehler. Und ja, wir sehen hier ganz viele, Lady Stormy ist ja auch dabei. Oh, Voice Crack, ja, kennt ihr das? Okay, ja, ich bin hier auf Platz 287. Ja, nicht schlecht. Aircraft können wir ja mal gucken. Voldemort auch wieder Erster. Ich bin auf Platz 214. Wir gehen auf Spezialisierungskarten. Die üblichen Verdächtigen sind hier wieder unter den Top 10. Ich bin auf Platz 90.
Das finde ich ja nicht schlecht. Ne? Kriegsmaschinen können wir mal ganz kurz gucken. Hulky, Voldemort und Shadow. Die Ausrüstung ist hier auf Level 50 und 60. Nicht schlecht, ja. Bei Voldemort können wir auch mal kurz reingucken. Ne, hier nicht. Dahin. So, Level 50, 50 und 50. Okay, gibt sehr viel Power und sehr viel Kampfkraft. Ja, ich bin auf Platz 141. Technologien, Rekruten, brauchen wir uns nicht angucken. Fahrzeuge brauchen wir uns auch nicht angucken. Ja, die haben hier oben alles. Die sind ausgereizt. Ja, die spielen in einer anderen Liga. Und Tiere, ja, brauchen wir uns auch nicht angucken. Embleme. Oh, ich bin auf Platz 14. Ja, krass. Wir können ja mal kurz hier reingehen. Und zwar fragen mich viele, wie kriege ich den mittleren Slot? Den mittleren Slot erhältst du, sobald du alle Embleme einer Fraktion freigeschalten hast. Ne? Und den 5. Slot bekommst du, ich glaube, wenn du 4 oder 5 Embleme mit mindestens 1 Stern aufgelevelt hast. Ne? Also hier diese grünen Rubine hier. Diese Dinger hier. Zack, 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 die. Okay, gut. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also die Season verläuft jetzt so, es gibt keine Koalition und keine Warpack-Partner. Das heißt, hier kämpft jeder Clan für sich alleine. Ja, ihr seht das hier im Hintergrund. Bei den Belohnungen können wir auch mal gucken. Clan-Mitglieder kriegen hier die Belohnungen. Und das geht hier richtig weiter runter, weil ist ja klar, du spielst nicht als Server oder du kannst als Server spielen. Aber wie gesagt, hier ist es so Clan gegen Clan. Ne? Ist eine gute Sache. Viele wollten keine Warpacks mehr haben und keine Koalition. Nun haben sie es hier reingebracht. Da fängt das so wie damals an. Ja, 2 befreundete Server schließen sich zusammen und teilen sich die Plätze 1 und 2 und so weiter. Alles, das kennen wir ja alle schon von damals. Ne? Und ja, wie ich so gehört habe, ist es bei vielen jetzt wieder so. Es ist schwer, eine perfekte Season zu finden. Ja? Okay, das dazu. Wir switchen jetzt mal zu meinem zweiten Account. Und jetzt schauen wir uns das Ranking an. Und dann seht ihr, was ich meine. Und zwar, wir gehen in die Rangliste rein. Overall Power. Und wir gehen zuerst mal zu den Combat Survivors. Na, es gibt hier kein Ezekiel. Na, guckt mal. Es gibt kein Ezekiel. Krass. Rathaus. Na? Oh, hier ist Calling Erster. Den kenne ich doch. Der kriegt von mir ein Geschenk. So, ein Comicbuch. Zack, klatsch, fertig. Genau. Combat Power. Ja? Guck mal, das ist eine richtig gute Season, wo du kämpfen kannst, wo du kein großes Schwergewicht hast, was dich wegklatscht. Ja? Ich wäre hier mit meinem ersten Account ganz gut dabei. Ja? Das meine ich nämlich vorhin, wenn man, ja, ist auch egal. Ja? Mit meinem ersten Account wäre ich hier jetzt in der Situation besser dran als auf den Server 20.205, weil da gibt es ja einen NAP. Und da kann ich kein PvP machen. Hier kann ich PvP machen, aber leider ist es hier der schwache Account. Na? Okay, Haru ist hier erst, Charlotte, Survivor. Und ja, viele kenne ich nicht. Hier ist einmal Wookie, haben wir hier. Ja, das ist fantastisch. Und ja, kenne ich hier noch welche? Ne, eigentlich nicht, ne? Black Widow haben wir hier. Ja, Bolt 777, ne? TRM Rede. Komm, er kriegt von mir auch ein Geschenk. So, zack, ein Comicbuch. Oh, ich habe keine Rubine mehr. Okay, gut. Ja, wie gesagt, das ist die Rangliste. Vehicles können wir mal gucken. Hier gibt es natürlich auch ein paar, die haben ein SWAT-Fahrzeug, so wie Crown hier, ne, mit dem Annihilator. Top-Modifikation, Top-Fahrzeug, sieht gut aus, macht gut Schaden. Perfekt, besser geht's nicht. Entwicklung brauchen wir sich angucken. Embleme. Hier wäre ich mit den anderen Account auf Platz 2. Ne? Aber nun gut. Wie gesagt, wir können uns ja auch mal hier die Gegner angucken. Siehst du, das habe ich vorhin vergessen. Also das sind die Regionen hier. Also der Server 163, wo ich drauf bin, kämpft gegen 137 und gegen den Server 687 und gegen den Server 686. Keine Koalition, Clans gegen Clans. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so aussieht. Na? Wie verläuft eure Season? Die hat zwar gerade erst angefangen, aber ihr wisst ja, es gibt Seasons, die sind zu Ende, bevor die Season überhaupt angefangen hat. Und ich würde mal sagen, wenn ihr was habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht es mal gut, bis dann, euer Sultai. Knack.